In einem meiner letzten Videos, da habe ich euch darüber berichtet, dass Ende Mai ein 6-monatiger Entwicklungszyklus geendet hat und ab Juni halt der nächste begann. Und in diesem Zeitraum, da wurden 2 Projekte abgeschlossen, über die ich mich persönlich wahnsinnig gefreut habe. Ich habe also entgegengefiebert, wann es endlich losgeht oder wann sie endlich fertig sind. Und heute, da möchte ich euch das erste Projekt vorstellen und euch ein bisschen über die Vorteile berichten, die ich sehe und warum mich dieses Projekt einfach so gefreut hat, dass es jetzt da ist. Das erste Projekt trägt den Titel Channel Layer. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, aber lasst mich dennoch kurz erklären, worum es geht und was wichtig dabei ist. Mit Channel Layer, da haben wir eine Technologie entwickelt, die es uns ermöglicht, Marktplätze einfacher und zuverlässiger an Plenty One anzubinden. Und warum ist das wichtig und welche Vorteile bringt es euch als unsere Anwender? Naja, die tiefe Integration von Marktplätzen erfordert die Abbildung vieler unterschiedlicher Prozesse. Es geht nicht einfach nur darum, ein paar Artikeldaten zu übertragen und ein paar Aufträge abzurufen. Die Komplexität von Marktplatzintegration, die ist wirklich enorm. Und zusätzlich ändern Marktplätze regelmäßig ihre Datenschnittstellen oder ersetzen sie gleich komplett. Und das bedeutet für uns einen wirklich großen Aufwand. Und unsere Marktplatzteams, die haben oft monatelang ihre ganze komplette Arbeitszeit nur darauf verwendet, bestehende Integrationen aktuell zu halten. Klar, das ist wichtig, aber es ist auch frustrierend, wenn man nur damit beschäftigt ist, etwas am Leben zu halten, anstatt neue Funktionen zu entwickeln, bestehende Abläufe zu verbessern, neue Dinge zu schaffen. Und es war klar, dass wir aus dieser Spirale irgendwann ausbrechen mussten. Wir wollten wieder wertvolle Arbeit leisten und auch coole Features entwickeln. Und deswegen haben wir uns auf die Suche begeben und nach einer Lösung für dieses Problem gesucht. In der Vergangenheit, da haben wir Zeit in Projekte investiert, die uns teilweise in Teilbereichen weitergebracht haben. Aber dieses Mal, da musste es etwas wirklich Großes werden. Wir haben die Integration von Marktplätzen einfach mal komplett neu konzipiert und von Grund auf neu entwickelt. Das war eine echte Herkulesaufgabe. Im November haben wir mit der Detailplanung begonnen und direkt mehrere Teams aus ganz unterschiedlichen Bereichen in dieses große Projekt integriert und daran arbeiten lassen. Wir haben einfach mal alle verfügbaren Entwickler in dieses Projekt geworfen und 6 Monate lang durcharbeiten lassen. Es war anfangs wirklich hart, weil es unterschiedliche Teams waren, die jetzt alle auf ein Ziel ausgerichtet werden mussten. Aber am Ende, da hat jeder Großartiges geleistet und einen wichtigen Beitrag geleistet. Das Ergebnis ist, dass wir jeden relevanten Prozess für die Anbindung eines Marktplatzes an Plenty One von Grund auf neu entwickelt haben. Also wirklich alle Vorgänge sind nun hochskalierbar und zudem auch noch einfacher wartbar. Für unsere Entwickler bedeutet das, dass wir neue Marktplätze einfacher als auch schneller an Plenty One anbinden können und Änderungen von Marktplätzen ebenfalls schneller umsetzen können. Natürlich wollten wir nicht nur den Alltag unserer Entwickler verbessern, obwohl das auch wichtig ist, sondern wir wollten auch euch echte Vorteile schaffen und deswegen lasst mich kurz über ein paar Beispiele berichten. Die wichtigste Verbesserung ist die neue Listing-Ansicht. Darüber könnt ihr nachvollziehen, welche Artikel auf einem Marktplatz gelistet sind und welche nicht. Und die Frage, warum genau dieser Artikel nicht gelistet wurde, könnt ihr direkt in dieser Ansicht klären. Das spart euch richtig viel Zeit bei der Fehlersuche und ihr bekommt am Ende einfach schneller alle eure Artikel online. Einheitlichkeit. Über die Jahre haben wir ganz unterschiedliche Marktplätze an Plenty angebunden. Und die Einrichtung und Verwendung, die unterscheidet sich. Marktplätze über Channel Layer haben jedoch einheitliche Benutzeroberflächen und einheitliche Workflows, was die Einrichtung und Verwendung vereinfacht. Durch die reduzierte Komplexität können wir nun auch noch Nischenmarktplätze anbinden. Und der erste
geht bereits diese Woche für alle Plenty One-Kunden in die öffentliche Beta. Achtet also auf die Ankündigungen. Spoiler Alert, welcher Marktplatz hat nochmal 3 Buchstaben? Na, kommst du drauf? Damit möglichst schnell alle von euch Channel Layer nutzen können und von den Vorteilen profitieren, haben wir begonnen, schrittweise alle bestehenden Marktplätze zu migrieren. Und als erstes Testprojekt, da haben wir uns einen Marktplatz ausgesucht, der kürzlich eine komplett neue Datenschnittstelle veröffentlicht hat. Das ist Cdiscount. Die Beta startete bereits letzte Woche und wird somit bald für alle verfügbar sein. Und in den kommenden Monaten, da werdet ihr immer wieder Ankündigungen bekommen, bis wir wirklich alle bestehenden Marktplätze vollständig migriert haben werden. Mir persönlich lag dieses Projekt besonders am Herzen. Nicht nur, weil ich die internen Herausforderungen und Schmerzen kenne, sondern auch, weil es immer mehr Nischenmarktplätze gibt. Mir ist auch klar, dass nicht jeder dieser neuen Marktplätze in Zukunft überleben wird. Aber einige werden mit Sicherheit sehr erfolgreich und können euch viel Umsatz bringen. Doch niemand weiß heute, welche das sein werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr selbst die Möglichkeit habt, eure eigenen Erfahrungen zu sammeln. Und dank Channel Layer in Kombination mit Plenty One ist das viel einfacher als bisher. Es wird also richtig spannend.